Hallo liebe Häkelfreunde, diese wunderschöne Frühlingsjacke zeigt, dass man dekorative Filetmuster nicht nur für Gardinen oder Tischläufer verwenden kann, sondern auch für Kleidungsstücke. Ich habe die Jacke aus einem handelsüblichen Baumwollgarn gehäkelt. Die Anleitung funktioniert aber auch mit vielen anderen Materialien. Das einfache Rautenmotiv ist nicht schwierig zu häkeln und unterstreicht die A-Linie der Jacke, welche der Figur jeder Dame schmeichelt. Die Anleitung enthält die Angaben von Größe 36 bis 50, welche immer dann im Video erscheinen, wenn sie benötigt werden. Informationen zum verwendeten Material sowie Richtwerte zum Verbrauch für eure Größe findet ihr wie immer auf der Materialseite nach den Intros. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Bei den Materialangaben handelt es sich immer um Richtwerte. Die Verwendung anderer Wolle oder anderer Nadelstärke kann den Materialverbrauch beeinflussen. Deshalb solltet ihr immer genügend Material kaufen bzw. die Nachkaufmöglichkeit sicherstellen. Bevor wir beginnen, seht ihr hier, wie die Basis der Jacke aussehen muss. Hier seht ihr die 9 Basisreihen der Jacke. Die Form muss ungefähr so sein wie auf diesem Bild und die Grundform muss 6 Flächen und 7 Ecken haben. Ich verwende eine Häkelnadel 4 mm. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 5 Luftmaschen. Ich schließe mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zum Ring. Ich häkle das Ersatzstäbchen auf folgende Weise. Ich häkle eine Luftmasche, dann häkle ich eine feste Masche in den Ring, noch eine Luftmasche und eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche. Das ist das erste Stäbchen und ich häkle noch 12 Stäbchen in den Ring. Ich häkle über den Anfangsfaden drüber. Wir ziehen den Ring aber nicht zusammen. Und wenn ihr insgesamt 13 Stäbchen gehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe genau 13 Stäbchen inklusive Ersatzstäbchen gehäkelt. Wir wenden die Arbeit. Ich häkle wieder das Ersatzstäbchen. Ich häkle zunächst eine Luftmasche. In den ersten Maschenkopf eine feste Masche, eine Luftmasche und eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche. In dieselbe Masche, wo dieses Ersatzstäbchen herauskommt, häkle ich noch 2 Stäbchen, sodass wir 3 Stäbchen in einer Masche haben. Dann lasse ich eine Masche aus und in jede zweite Masche häkle ich 5 Stäbchen in eine Masche.
eine Masche auslassen, 5 Stäbchen in eine Masche häkeln, eine Masche auslassen und wir häkeln 5 Fünfergruppen in jede zweite Masche und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Wir haben am Anfang eine Dreiergruppe, 5 Fünfergruppen und wir haben 2 Maschen übrig. Wir lassen eine Masche aus und häkeln am Ende der Reihe eine Dreiergruppe in die letzte Masche, damit Anfang und Ende der Reihe gleich sind. Wir wenden die Arbeit. Ich häkle das Ersatzstäbchen, ich häkle in dieselbe Masche noch ein Stäbchen. Dann lasse ich eine Masche aus und häkle ein Stäbchen. Keine Luftmasche. Dann häkle ich eine Luftmasche und noch ein Stäbchen in die nächste Masche. Dann lasse ich wieder eine Masche aus, aber keine Luftmasche häkeln. Und in die Mitte der Fünfergruppe häkle ich 3 Stäbchen in eine Masche, eine Masche auslassen, keine Luftmasche, ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche und ein Stäbchen ins nächste Stäbchen. Keine Luftmasche, aber eine Masche auslassen und in die Mitte der Fünfergruppe 3 Stäbchen in eine Masche häkeln, eine Masche auslassen, keine Luftmasche, ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, ein Stäbchen ins nächste Stäbchen, keine Luftmasche, eine Masche auslassen, 3 Stäbchen ins mittlere Stäbchen der Fünfergruppe, eine Masche auslassen, keine Luftmasche, ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, sofort in die nächste Masche, ein Stäbchen, keine Luftmasche, eine Masche auslassen, eine Dreiergruppe in die Mitte der Fünfergruppe, eine Masche auslassen, keine Luftmasche, ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen, keine Luftmasche, eine Masche auslassen, 3 Stäbchen in die Mitte der Gruppe, keine Luftmasche, eine Masche auslassen, ein Stäbchen, eine Luftmasche, sofort in die nächste Masche, ein Stäbchen, keine Luftmasche, eine Masche auslassen und in den letzten Maschenkopf 2 Stäbchen in eine Masche. Wir wenden die Arbeit. Wir häkeln das Ersatzstäbchen und wir häkeln noch ein Stäbchen in dieselbe Masche. Jetzt häkeln wir eine Luftmasche, eine Masche auslassen, ein Stäbchen aufs Stäbchen,
eine Luftmasche, eine Masche auslassen, ein Stäbchen aufs Stäbchen, eine Luftmasche und in die Mitte der Dreiergruppe häkeln wir wieder 3 Stäbchen, sodass wir 3 Kästchen haben. Wir häkeln eine Luftmasche, immer eine Masche auslassen, ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, eine Masche auslassen, ein Stäbchen aufs Stäbchen, eine Luftmasche, eine Masche auslassen, 3 Stäbchen in die Dreiergruppe, in die Mitte hinein. Auch hier haben wir 3 Kästchen. Wir häkeln auch hier 3 Kästchen. Und wieder 3 Stäbchen in die Mitte der Dreiergruppe. Sofort eine Luftmasche, ein Stäbchen auf das Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen, eine Luftmasche und in die Mitte der Dreiergruppe 3 Stäbchen. Jede Fläche muss 3 Kästchen haben. Auch hier häkeln wir 3 Kästchen. Drei Stäbchen ins mittlere Stäbchen der Dreiergruppe. Noch einmal 3 Kästchen. Und am Ende der Reihe häkeln wir ins Ersatzstäbchen 2 Stäbchen. Jede Fläche hat 3 Kästchen und wir haben 6 Flächen und 7 Ecken. Wir wenden die Arbeit. Wir häkeln das Ersatzstäbchen. Wir häkeln immer noch ein Stäbchen in die erste Masche. Jetzt häkeln wir ein Stäbchen auf das vorhandene Stäbchen, sodass hier 3 Stäbchen zusammenkommen. Dann häkeln wir wieder 3 Kästchen. Und wir landen auf dem ersten Stäbchen der Dreiergruppe. In die Mitte häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche und noch ein Stäbchen auf das vorhandene Stäbchen, sodass wir hier 5 Stäbchen haben, die zusammenkommen. Am Anfang der Reihe kommen 3 Stäbchen zusammen. Die Anzahl der Kästchen bleibt in dieser Reihe gleich. Bei 3 Kästchen auf die vorhandenen Kästchen. Und hier bei den Ecken kommen 5 Stäbchen zusammen. 3 davon in die Mitte hinein und 2 am Rand. Und wieder 3 Kästchen. Drei Stäbchen ins mittlere Stäbchen. Ein Stäbchen auf das vorhandene Stäbchen. 3 Kästchen.
3 Stäbchen ins mittlere Stäbchen, ein Stäbchen auf das vorhandene Stäbchen, wieder 3 Kästchen, drei Stäbchen in die Mitte, ein Stäbchen auf das dritte Stäbchen der Dreiergruppe, noch einmal 3 Kästchen, wir landen auf dem vorletzten Stäbchen und ins letzte Stäbchen häkeln wir 2 Stäbchen, sodass auch am Ende der Reihe 3 Stäbchen zusammenkommen. Wir wenden die Arbeit und diese 2 Reihen, die wir soeben gemacht haben, werden nun eine Zeit lang wiederholt. Ich zeige euch beide Reihen noch einmal. Es gibt übrigens bei dieser Jacke noch keine schöne Seite, die bestimmen wir erst später. Es sind grundsätzlich immer dieselben 2 Reihen, die nun stets wiederholt werden. Im Moment häkeln wir bis zum Beginn des Motivs nur leere Kästchen. Und wir beginnen immer mit dem Ersatzstäbchen und wir häkeln sofort in den ersten Maschenkopf noch ein Stäbchen. In der ersten Musterreihe haben wir hier noch 2 Maschen übrig, das heißt, wir können ein neues Kästchen bilden. Wir häkeln eine Luftmasche und ein Stäbchen auf das dritte Stäbchen der Dreiergruppe. Dann häkeln wir Kästchen bis zur nächsten Gruppe. Und hier haben wir 5 Stäbchen, die zusammenkommen. Auf das erste haben wir schon ein Stäbchen gehäkelt. Wir häkeln noch eine Luftmasche. Wir lassen eine Masche aus und ins mittlere Stäbchen dieser Dreiergruppe aus der Vorreihe häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche, eine Luftmasche und auch hier bilden wir ein neues Kästchen. Das bedeutet, wir haben jetzt 5 Kästchen, 1, 2, 3, 4, 5. Und hier eine Dreiergruppe und am Anfang 2 Stäbchen in einer Masche. Es ergeben sich jetzt pro Fläche 5 Kästchen, also 2 mehr als in der Vorreihe, und an allen Ecken haben wir 3 Stäbchen in eine Masche, weil wir hier und hier ein neues Kästchen bilden können. Wir erhöhen also die Anzahl der Kästchen um 2 Kästchen und hier haben wir nur 3 Stäbchen an den Ecken. Zwischen den Dreiergruppen haben wir überall 5 Kästchen. Und immer an den Ecken werden in dieser ersten Musterreihe neue Kästchen gebildet.
Die Ecken bestehen aus 3 Stäbchen in eine Masche und auch auf der letzten Fläche haben wir 5 Kästchen. Auch hier bilden wir ein neues Kästchen und am Ende der Reihe haben wir 2 Stäbchen in eine Masche, so wie am Anfang der Reihe. Wir wenden die Arbeit. Die zweite Musterreihe beginnt ebenfalls mit dem Ersatzstäbchen und wir häkeln ein zweites Stäbchen in die erste Masche und ein Stäbchen auf das vorhandene Stäbchen. Und in der zweiten Musterreihe bleibt die Anzahl der Kästchen gleich. Das heißt, wir erhalten in dieser Reihe wieder 5 Kästchen. Und wir landen auf dem ersten Stäbchen der Dreiergruppe. Und in die Mitte häkeln wir immer 3 Stäbchen in eine Masche und dann noch ein Stäbchen auf das vorhandene Stäbchen. Somit kommen in der zweiten Musterreihe hier 5 Stäbchen zusammen und am Anfang und am Ende der Reihe 3 Stäbchen. Wie gesagt, die Anzahl der Kästchen bleibt bei 5 Kästchen. Wir landen auf dem ersten Stäbchen der Dreiergruppe. Ins mittlere Stäbchen häkeln wir immer 3 Stäbchen in eine Masche und noch ein Stäbchen auf das dritte Stäbchen. Und wieder 5 Kästchen. Ein Stäbchen auf das erste Stäbchen, 3 Stäbchen ins mittlere Stäbchen, ein Stäbchen aufs dritte Stäbchen, 5 Kästchen, ein Stäbchen aufs erste Stäbchen, 3 Stäbchen ins mittlere Stäbchen, ein Stäbchen auf das dritte Stäbchen, 5 Kästchen, drei Stäbchen ins mittlere Stäbchen, ein Stäbchen auf das dritte Stäbchen und auch die letzte Fläche hat 5 Kästchen. Ein Stäbchen auf das erste Stäbchen am Rand und 2 Stäbchen in die letzte Masche. Das Ende der Reihe muss immer gleich sein
wieder anfangen. Wir haben am Anfang 3 Stäbchen und hier ebenfalls 3 Stäbchen. Und wir wenden die Arbeit und wir häkeln wieder das Ersatzstäbchen. Wir sind wieder bei der ersten Musterreihe. Wir häkeln immer ein zweites Stäbchen in die erste Masche und jetzt haben wir hier 2 Stäbchen als Basis. Hier können wir ein neues Kästchen bilden. Das bedeutet, wir erhalten 7 Kästchen pro Fläche. Auch hier können wir ein neues Kästchen bilden und in dieser Reihe haben wir an den Ecken nur 3 Stäbchen und am Anfang und am Ende der Reihe 2 Stäbchen. Und wir häkeln bei allen Flächen 7 Kästchen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Alle Flächen müssen 7 Kästchen haben und an den Ecken haben wir 3 Stäbchen. Auch am Ende der Reihe, wir landen auf dem ersten Stäbchen der 3 Randstäbchen. Wir häkeln noch eine Luftmasche und in die letzte Masche häkeln wir 2 Stäbchen in eine Masche, sodass auch die letzte Kante 7 Kästchen hat. Und in der zweiten Musterreihe beginnen wir ebenfalls mit dem Randstäbchen. Wir häkeln immer ein zweites Stäbchen in dieselbe Masche und in dieser Reihe häkeln wir noch ein Stäbchen auf das zweite Stäbchen und wir häkeln dieselbe Anzahl Kästchen wie in der ersten Musterreihe. In dieser Reihe können wir noch keine neuen Kästchen bilden. Wir häkeln bis zur nächsten Ecke. Wir landen auf dem ersten Stäbchen der Dreiergruppe. Wir häkeln 3 Stäbchen in die Mitte hinein und noch ein Stäbchen auf das dritte Stäbchen, sodass hier 5 Stäbchen zusammenkommen. Dann folgen wieder die 7 Kästchen und alle anderen Flächen und Ecken sind genau gleich und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir landen mit dem letzten Kästchen auf dem vorletzten Stäbchen dieser Reihe und die Reihe endet mit 2 Stäbchen in die letzte Masche. Das Ganze sieht jetzt so aus. Die Form muss ungefähr so aussehen wie bei mir und alle Kanten haben 7 Kästchen im Moment. Und es ist ganz wichtig, dass ihr jetzt verstanden habt, wie die beiden Musterreihen funktionieren. Denn diese 2 Reihen, die wir soeben gemacht haben, werden nun im Prinzip stets wiederholt, nur dass wir in den leeren Flächen jetzt das Motiv einbauen. Wir wenden die Arbeit. Wir beginnen immer mit dem Ersatzstäbchen.
und wir häkeln immer ein zweites Stäbchen in die erste Masche. Und in der ersten Musterreihe bilden wir immer neue Kästchen in den Randbereichen. Wir häkeln eine Luftmasche und ein Stäbchen auf das dritte Stäbchen. Und jetzt häkeln wir insgesamt 4 leere Kästchen. 1, 2, 3, 4 und jetzt häkeln wir ein volles Kästchen und das bedeutet, wir häkeln keine Luftmasche, sondern ein Stäbchen in die Lücke und noch ein Stäbchen auf das Stäbchen. Und jetzt ergeben sich bis zur nächsten Ecke wieder 4 leere Kästchen. Und in die Mitte der Dreiergruppe häkeln wir immer 3 Stäbchen. In dieser ersten Musterreihe haben wir hier immer 3 Stäbchen, in der zweiten Musterreihe kommen 5 Stäbchen zusammen. Wir haben also am Anfang 2 Stäbchen, 4 leere Kästchen, ein volles Kästchen, 4 leere Kästchen, 3 Stäbchen in eine Masche. Eine Luftmasche, ein neues Kästchen bilden, noch 3 leere Kästchen häkeln, dann folgt ein volles Kästchen, wieder 4 leere Kästchen, und wir landen genau in der Mitte der Zunahme und hier häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche. Und die anderen Kanten funktionieren genau gleich. Und wenn ihr diese Reihe gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch die letzte Kante sieht gleich aus wie alle anderen. Wir haben am Ende 4 Kästchen und die Reihe endet mit 2 Stäbchen in die letzte Masche. Und wir wenden die Arbeit und in der zweiten Musterreihe beginnen wir ebenfalls mit dem Ersatzstäbchen. Wir häkeln ein zweites Stäbchen in die erste Masche und ein Stäbchen auf das vorhandene Stäbchen. Am Anfang und am Ende der Reihe kommen 3 Stäbchen zusammen. Dann häkeln wir wieder 4 Kästchen. Und wir häkeln ein volles Kästchen. Das bedeutet 3 Stäbchen auf die vorhandenen 3 Stäbchen. Und wieder 4 leere Kästchen. Und hier kommen 5 Stäbchen zusammen. Ein Stäbchen auf das erste Stäbchen, 3 Stäbchen in die Mitte der Dreiergruppe und noch ein Stäbchen auf das dritte Stäbchen der Gruppe.
und wieder 4 leere Kästchen. Ein volles Kästchen. Vier leere Kästchen. Und die Ecke mit den 5 Stäbchen, die zusammenkommen. Und wir sehen uns am Ende der Reihe wieder. Willkommen zurück. Auch am Ende der Reihe haben wir am Ende 4 leere Kästchen. Wir landen auf dem vorletzten Stäbchen und dann häkeln wir noch die Zunahme mit 2 Stäbchen in eine Masche. Und wir wenden die Arbeit. Wir beginnen mit dem Ersatzstäbchen und der Zunahme und wir sind wieder in der ersten Musterreihe. Wir bilden am Rand ein neues Kästchen und wir häkeln wieder 4 leere Kästchen insgesamt. Und die vollen Kästchen verbreitern wir. Das heißt, wir häkeln jetzt insgesamt 7 Stäbchen. Das entspricht 3 vollen Kästchen. Das Motiv wird beidseitig um ein Kästchen breiter. Und wir häkeln wieder 4 leere Kästchen. Und wir landen in der Mitte der Zunahme und hier häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche. Und alle anderen Kanten funktionieren genau gleich. 4 leere Kästchen, 3 volle Kästchen, 4 leere Kästchen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch am Ende der Reihe ergeben sich 4 Kästchen und die Reihe endet mit 2 Stäbchen in die letzte Masche. Und wir wenden die Arbeit und wir häkeln die zweite Musterreihe. Auch die beginnt mit dem Ersatzstäbchen und einem zweiten Stäbchen in die erste Masche und dann kommt ein Stäbchen auf das vorhandene Stäbchen. Und wir haben immer 4 leere Kästchen. Und wir sind bei den vollen Kästchen und in der zweiten Musterreihe bleibt die Anzahl der vollen Kästchen gleich wie in der ersten Musterreihe. Wir häkeln einfach auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Und 3 volle Kästchen sind 7 Stäbchen. Dann haben wir wieder
4 leere Kästchen, ein Stäbchen auf das erste Stäbchen, 3 Stäbchen ins mittlere Stäbchen und ein Stäbchen auf das dritte Stäbchen. Die 2 Musterreihen bleiben im Prinzip immer unverändert. Dieses Motiv wird immer breiter. Und zwar immer alle 2 Reihen. Und wir häkeln alle Flächen und Zunahmen genau gleich. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit 4 leeren Kästchen, einem Stäbchen auf das vorletzte Stäbchen und 2 Stäbchen in die letzte Masche. Und wie gesagt, diese 2 Reihen, die wir soeben gemacht haben, werden nun stets wiederholt. Beachtet die erste und die zweite Musterreihe. Hier in der ersten haben wir 3 Stäbchen, in der zweiten kommen 5 Stäbchen zusammen und hier haben wir immer 4 leere Kästchen auf beiden Seiten und dieses Motiv wird immer um 2 Kästchen verbreitert. Das entspricht 4 Stäbchen mehr. Und am Anfang der Reihe beachten, hier haben wir in der ersten Musterreihe 2 Stäbchen und in der zweiten Musterreihe 3 Stäbchen. So wie bisher. Und wir häkeln jetzt so lange nach diesem Prinzip weiter, bis ein Segment vom mittleren Stäbchen bis zum mittleren Stäbchen der Zunahme eine bestimmte Breite erreicht hat. Diese Breite entspricht eurem Oberarmumfang. So lange müssen wir weiter häkeln. Und ich schreibe euch die Maße oben in die Ecke und ich schreibe euch auch Richtwerte für die Passenhöhe in die Ecke. Aber wichtig ist, dass die Segmente alle die richtige Breite haben. Und wir häkeln immer beide Musterreihen. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Passe hat die benötigte Größe erreicht für die Größe 4042. Bei mir ist ein Segment vom mittleren Stäbchen bis zum mittleren Stäbchen gemessen, circa 32 cm breit und die Passenhöhe messen wir vom Anfangspunkt in einer Spitze hinaus und die ist bei mir jetzt ungefähr 39 cm. Damit ihr sicher sein könnt, dass das Ganze passt, könnt ihr eine Armprobe durchführen. Dazu klappt ihr euch die Jacke so zusammen, wie sie später getragen wird. Wir haben 2 Segmente für die Vorderteile, 2 Segmente für das Rückenteil und jeweils ein Segment für die Ärmel. Und jetzt gebt ihr euch hier durch die mittleren Stäbchen der Ecke einen Maschenmarkierer durch auf beiden Seiten und dann könnt ihr hineinschlüpfen und wenn es noch zu knapp ist, 2 Reihen hinzufügen. Und bei dieser Anprobe geht es rein hier um die Ärmel. Dieses Maß hier ist immer weit genug, eher für euch gefühlt zu weit.
Das muss auch so sein und ist vollkommen richtig. Und wenn ihr eure Anprobe durchgeführt habt, dann können wir die Ärmel abteilen. Wir wenden die Arbeit und ab jetzt machen wir das Motiv wieder schmaler und das machen wir so. Der Anfang der Reihe bleibt genau wie immer. Wir häkeln unser Ersatzstäbchen und noch ein Stäbchen in die erste Masche. Wir bilden wie gewohnt hier ein neues Kästchen. Dann häkeln wir Kästchen bis zum Motiv. Und hier bilden wir ein neues Kästchen, sodass das Motiv jetzt auf beiden Seiten schmaler wird. Auf der anderen Seite machen wir das natürlich auch. Im Moment ergeben sich hier am Anfang der Reihe 6 Kästchen. Dann häkeln wir das Motiv und zwar 2 Stäbchen. Bevor das Motiv aufhört, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe das Motiv hinüber gehäkelt bis 2 Stäbchen, bevor das Motiv aufhört. Hier bilden wir ein neues Kästchen. Dann häkeln wir Kästchen bis zur Ecke. Auch hier bilden wir noch ein neues Kästchen und dann teilen wir die Ärmel ab. Wir stechen ins mittlere Stäbchen ein und bei der nächsten Ecke ebenfalls in das mittlere Stäbchen. Wir holen den Faden durch beide Maschen durch und häkeln ein Stäbchen. Und jetzt folgt sofort wieder ein Kästchen und wir häkeln wieder bis zum Motiv. Und auch hier machen wir das Motiv um ein Kästchen schmaler. Und hier unter dem Arm ergeben sich in dieser Reihe 12 Kästchen. Und wir häkeln wieder das Motiv hinüber bis 2 Stäbchen vor Ende des Motivs. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende des Motivs bilden wir über den letzten 2 Stäbchen ein neues Kästchen. Wir häkeln bis zur rückwärtigen Mitte. Auch hier ergeben sich in dieser Reihe 6 Kästchen. Wir häkeln wie gewohnt in der rückwärtigen Mitte 3 Stäbchen in eine Masche. Wir häkeln wieder 6 Kästchen. Wir verschmalern auch hier das Motiv. Und
wir häkeln auch dieses Motiv bis 2 Stäbchen vor Schluss und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch hier bilden wir über den letzten 2 Stäbchen ein neues Kästchen. Wir häkeln insgesamt 6 Kästchen. Mit dem letzten Stäbchen landen wir in der Mitte dieser Gruppe. Hier stechen wir ins mittlere Stäbchen ein und nehmen uns die nächste Ecke und stechen auch hier ins mittlere Stäbchen ein, holen den Faden durch beide Maschen durch und häkeln ein Stäbchen. Und dann häkeln wir wieder 6 Kästchen bis zum Motiv. Das Motiv wird um ein Kästchen schmaler und wir häkeln das Motiv hinüber. Und am Ende des Motivs sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch am Ende des Motivs machen wir ein leeres Kästchen und noch 5 Kästchen bis zum Rand, sodass wir auch hier insgesamt 6 Kästchen haben. Und die Reihe endet mit 2 Stäbchen in die letzte Masche. Das bedeutet, in dieser Reihe haben wir die Ärmel abgeteilt und wir haben alle Motive um ein Kästchen schmaler gemacht. Es gibt immer noch keine schöne Seite. Ihr könnt die Jacke so drehen, wie ihr wollt. Die schöne Seite bestimmen wir erst später. Jetzt zeige ich euch die zweite Musterreihe. Die zweite Musterreihe beginnt auch mit dem Ersatzstäbchen und einem Stäbchen in die erste Masche und einem Stäbchen auf das vorhandene Stäbchen. Genau gleich wie vorhin auch. In der zweiten Musterreihe ist es ganz einfach. Auf jedes Kästchen häkeln wir wieder ein Kästchen. Die Anzahl der Kästchen bleibt hier gleich. Und hier, wo wir die Fläche haben, häkeln wir einfach auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Das bedeutet, das Motiv bleibt in dieser Reihe gleich wie in der Vorreihe und auch die Anzahl der leeren Kästchen bleibt gleich. Also einfach die Maschen so abhäkeln, wie sie erscheinen. Kästchen auf Kästchen und Stäbchen auf Stäbchen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe alle Kästchen und Stäbchen so gehäkelt, wie sie vorhanden sind. Und am Ende der Reihe kommen wie gewohnt 3 Stäbchen zusammen. So wie bisher auch, und auch die rückwärtige Spitze wird genauso weiter gehäkelt wie oben bei der Passe. In dieser zweiten Musterreihe kommen hier
5 Stäbchen zusammen. Der Unterschied ist, dass wir die Motive jetzt immer schmaler werden lassen, und zwar immer nach 2 Reihen, also in der nächsten Reihe wird das Motiv wieder schmaler. Das bedeutet, es werden mehr leere Kästchen und immer weniger volle Kästchen, und wir haben jetzt nur noch 3 Zunahmestellen am Anfang und am Ende der Reihe und in der rückwärtigen Mitte. Ich zeige euch die beiden Musterreihen noch einmal. Die 2 Reihen, die wir jetzt machen, werden dann sinngemäß wiederholt, bis das Motiv ganz schmal ist, also bis nur noch ein Kästchen übrig ist. In der ersten Musterreihe häkeln wir das Ersatzstäbchen. Wir häkeln noch ein Stäbchen in die erste Masche und wir bilden am Anfang und am Ende der Reihe und in den Randbereichen neue Kästchen. Wir häkeln leere Kästchen bis zum Motiv. Wie gesagt, diese Anzahl wächst pro Mustersatz um 2 leere Kästchen. Und hier in der ersten Musterreihe bilden wir ebenfalls ein neues Kästchen und am Ende des Motivs ebenfalls ein neues Kästchen bilden, ein neues leeres Kästchen bilden. Das Motiv wird beidseitig um 2 Stäbchen schmaler. Hier unter dem Arm wächst die Anzahl der Kästchen ebenfalls um 2 Kästchen und die rückwärtige Mitte besteht in der ersten Musterreihe aus 3 Stäbchen, so wie bisher auch. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, die Reihe endet mit 2 Stäbchen in die letzte Masche. Und ihr seht, das Motiv wird immer schmaler und die leeren Kästchen nehmen zu. Die zweite Musterreihe ist ganz einfach. Anfang, Ende und rückwärtige Mitte werden genau gleich gehäkelt wie bisher. Wir starten mit dem Ersatzstäbchen. Wir häkeln noch ein Stäbchen in die erste Masche und ein Stäbchen auf das vorhandene Stäbchen. In dieser zweiten Musterreihe häkeln wir auf jedes leere Kästchen wieder ein leeres Kästchen. Das Motiv bleibt genauso breit wie in der Vorreihe und auch die leeren Kästchen bleiben genau gleich. Und in der rückwärtigen Mitte kommen 5 Stäbchen zusammen, genau gleich wie bei der Passe. Und am Ende der Reihe sehen wir uns noch einmal wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt. Hier kommen 3 Stäbchen zusammen. Und diese 2 Musterreihen, die wir soeben gemacht haben, wiederholen wir nun so lange, bis das Motiv nur noch 3 Stäbchen hat. Und wir häkeln immer beide Reihen und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe alle Motive zu Ende gehäkelt. Ich habe immer beide Musterreihen gehäkelt. Und jetzt habe ich hier in der rückwärtigen Mitte gemessen, ungefähr 63 cm.
Das kann bei euch anders sein. Und ich häkle jetzt weiter, nur mit leeren Kästchen, solange bis die Jacke die gewünschte Länge erreicht hat. Ich schreibe euch einen Richtwert oben in die Ecke und wie gesagt, wir wiederholen weiterhin die 2 Musterreihen, nur dass wir jetzt nur noch leere Kästchen haben. Anfang und Ende der Reihe sowie die rückwärtige Mitte werden genau gleich gehäkelt wie bisher. Und wenn ihr die gewünschte Länge erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Jacke hat in der rückwärtigen Mitte gemessen ca. 75 cm erreicht. Die Jacke wird sich später noch ein bisschen aushängen. Und ich habe immer beide Musterreihen gehäkelt. Das bedeutet, wir haben am Rand 3 Stäbchen, die zusammenkommen, und in der rückwärtigen Mitte 5 Stäbchen. Und jetzt häkeln wir zuerst die untere Kante und das ist jetzt eine Reihe auf der schönen Seite. Ich häkle zunächst eine Luftmasche, dann häkle ich in die erste Masche eine feste Masche und noch 2 feste Maschen auf die vorhandenen Stäbchen. Dann häkle ich 4 Luftmaschen und eine Kettmasche in diese beiden Maschenglieder hier unten. Dann häkle ich immer eine feste Masche in die Lücke, eine feste Masche ins Stäbchen, eine feste Masche in die Lücke, eine feste Masche aufs Stäbchen. Das sind 4 feste Maschen nach dem Picot. Und dann häkeln wir wieder 4 Luftmaschen und in diese beiden Maschenglieder hier unten eine Kettmasche. Dann wieder 4 feste Maschen, eine in die Lücke, eine aufs Stäbchen, eine in die Lücke, eine aufs Stäbchen und wieder 4 Luftmaschen und eine Kettmasche in diese 2 Maschenglieder. Und das machen wir zunächst bis zur rückwärtigen Mitte und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin in der rückwärtigen Mitte angekommen. Hier habe ich 4 feste Maschen gehäkelt. Wir landen genau auf dem ersten Stäbchen der 5er Gruppe. Hier häkeln wir ein Picot. Dann häkeln wir auf jedes Stäbchen eine feste Masche. Es ergeben sich 4 feste Maschen bis zum Ende der Dreiergruppe. Hier häkeln wir wieder ein Picot. Und dann geht es wieder genau gleich weiter. Immer 4 feste Maschen und ein Picot. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin beinahe an der Ecke angekommen. Am Ende bleiben 2 Stäbchen übrig. Hier häkeln wir 2 feste Maschen und in die letzte Masche häkle ich noch 2 feste Maschen, sodass wir 3 feste Maschen in einer Masche haben, damit wir gut um die Ecke kommen. Dann häkle ich um die Randstäbchen herum immer 2 feste Maschen, ein Picot
um das nächste Randstäbchen 2 feste Maschen, um das nächste ebenfalls 2 feste Maschen und ein Picot. Wir haben also auch hier immer 4 feste Maschen und ein Picot. Und beim Anfangsring sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beim Anfangsring angekommen. Hier ergeben sich 4 feste Maschen und hier häkle ich jetzt eine 5. feste Masche in den Ring und dann das Picot. Und dann wieder pro Randstäbchen 2 feste Maschen und immer 4 feste Maschen insgesamt und dann ein Picot und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe rundherum gekommen. Am Ende häkle ich noch 2 feste Maschen um das letzte Randstäbchen, dann noch 2 feste Maschen ganz am Rand, wo schon eine feste Masche drin ist, und dann schließe ich mit einer Kettmasche zur Runde, sodass wir auch hier eine schöne Ecke bekommen. Ich häkle eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und wie gesagt, diese Reihe ist eine Reihe auf der schönen Seite. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Man kann den Unterschied sehr gut erkennen. Und jetzt werde ich einen Ärmel vorbereiten und den zweiten Ärmel machen wir dann gemeinsam. Willkommen zurück, ich habe einen Ärmel vorbereitet. Ich habe den Ärmel direkt an die Jacke dran gehäkelt. Ich habe den Ärmel gerade hinunter gehäkelt und das Motiv habe ich schmaler werden lassen, genauso wie bei der Jacke. Am Ende noch leere Kästchen rein und zum Abschluss wieder die Mäusezähnchen. Und wie das alles gemacht wird, zeige ich euch jetzt. Wir befinden uns auf der schönen Seite der Jacke. Das erkennt ihr hier an dieser Abschlusskante. Die Rückseite ist rauer, die Vorderseite ist glatter. Und auch hier am Ärmel seht ihr, dass die letzte Reihe eine Rückreihe war. Diese Reihe ist rauer als die Reihe auf der schönen Seite. Und wir beginnen unter dem Arm und ich beginne in diesem mittleren Stäbchen dieser 5 Stäbchen, sodass hier noch 2 Stäbchen sind. Hier hole ich den Faden durch, ich mache einen Knoten, ich steche in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch und häkle eine Luftmasche, dann eine feste Masche in dieselbe Masche, eine Luftmasche und eine feste Masche in die untere feste Masche. Das ist das erste Stäbchen. Dann häkle ich eine Luftmasche, ich lasse eine Masche aus und häkle ein Stäbchen. Dann häkle ich Kästchen bis zum Motiv. Und hier lasse ich das Motiv immer in der Reihe auf der schönen Seite schmaler werden
um ein Kästchen, genauso wie wir es bei der Jacke gemacht haben. Und auf der anderen Seite machen wir das auch und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch hier bilden wir über den letzten 2 Stäbchen des Motivs ein neues leeres Kästchen. Wir häkeln leere Kästchen, bis wir wieder unter dem Arm ankommen. Es müssen sich natürlich gleich viele leere Kästchen ergeben wie zu Beginn der Runde. Hier landen wir ebenfalls auf dieser Gruppe hier und ein Kästchen noch auf das 3. Stäbchen der 5er Gruppe. Und dann häkeln wir eine Luftmasche und schließen in den Kopf des ersten Stäbchens mit einer Kettmasche zur Runde. So haben wir unter dem Arm noch ein leeres Kästchen gebildet. Wir häkeln eine Luftmasche und wenden die Arbeit. Wir häkeln in das untere Ersatzstäbchen wieder das Ersatzstäbchen, eine Luftmasche und wir häkeln alle Maschen so wie sie erscheinen. In der Rückreihe auf der Innenseite bleibt das Motiv gleich breit. Es wird nur in jeder zweiten Runde schmaler, genau gleich wie wir es bei der Jacke gemacht haben. Das heißt, wir häkeln Kästchen auf Kästchen und Stäbchen auf Stäbchen, bis wir rundherum gekommen sind und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder unter dem Arm angekommen. Am Ende der Runde häkeln wir immer eine Luftmasche und schließen mit einer Kettmasche in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde. Dann häkeln wir eine Luftmasche und wenden die Arbeit. Und diese 2 Reihen, die wir soeben gemacht haben, werden nun so lange wiederholt, bis das Motiv beendet ist und danach häkelt ihr beliebig viele Reihen leere Kästchen, bis der Ärmel das gewünschte Maß erreicht hat. Das findet ihr am besten durch eine Anprobe heraus. Ich schreibe euch einen Richtwert oben in die Ecke. Und wenn euer Ärmel die gewünschte Länge erreicht hat, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Ärmel hat die gewünschte Länge erreicht. Es ist egal, ob ihr die letzte Reihe auf der Innen- oder auf der Außenseite gehäkelt habt. Die allerletzte Reihe häkeln wir auf jeden Fall auf der schönen Seite. Also entweder noch einmal wenden oder nicht wenden. Ich beginne mit einer Luftmasche und häkle eine feste Masche in das Ersatzstäbchen. Dann häkle ich eine feste Masche in die Lücke, eine feste Masche aufs Stäbchen, eine feste Masche in die Lücke und dann häkeln wir wieder unser Picot. Dann wieder eine feste Masche aufs Stäbchen, eine feste Masche in die Lücke, eine feste Masche aufs Stäbchen und eine feste Masche in die Lücke. Und das machen wir einmal rundherum. Hier kommt wieder das Picot. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Bei mir geht es sich zufällig genau aus, dass ich hier wieder 4 feste Maschen habe. Das muss aber nicht unbedingt so sein. Hier schaut ihr, ob ihr noch einmal ein Picot häkeln wollt oder nicht. Ich häkle hier noch einmal ein Picot. Dann schließe ich in den Kopf der ersten festen Masche zur Runde. Ich häkle eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und jetzt müsst ihr nur noch den zweiten Ärmel genau gleich machen und die Fäden vernähen. Und dann ist unsere wunderschöne Jacke fertig. Liebe Handarbeitsfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Nacharbeiten dieses wunderschönen Projekts und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.